Heute mit dem Motorrad unterwegs in die Stadt, was man eigentlich nicht unbedingt machen sollte, wo gerade die Aufstände sind. Wobei ich bin hier ein bisschen noch nördlich vom Stadtzentrum. Aber man merkt hier krass, ganz viel Verkehr. Ich habe vielleicht doppelt so lange gebraucht wie normalerweise für die Strecke. Aber ich habe einen wichtigen Termin hier. Zwar geht es darum, die Arbeitserlaubnis abzuholen und die ist fertig. Habe angerufen und obwohl die Streiks waren, hat es auch nur wie normalerweise 2 Wochen gedauert, bis die Arbeitserlaubnis fertig ist. Und wenn ich die habe, kann ich anfangen, das Visum zu beantragen. Und da schaue ich jetzt mal hier hinter mir rein, ob die auch schon bei der Arbeit sind. Jetzt ist 10 Uhr, kurz nach 10. Da fangen die meisten Regierungsmitarbeiter dann auch an zu arbeiten. Mal gucken, ob es klappt. Ich will dir zeigen, wie viele Leute in Madagaskar anstehen, um hier rauszukommen, also um ein Visum zu bekommen für andere Länder, und wie viele anstehen, um hier bleiben zu dürfen, wie ich zum Beispiel. Also hinter mir wäre es gewesen, was ich dir zeigen wollte, aber da ist jetzt keiner gerade, der irgendwie einen Antrag stellt fürs Ausreisen, aber normalerweise jemand, der da bleiben will hier, ist keiner, der hier wartet, und die gehen wollen, da ist der ganze Gang voller Leute, muss man sich stundenlang anstellen, um hier ein Visum zu beantragen. Und das ist das Coole, ich habe hier die Arbeitserlaubnis in meinen Händen für Nela und mich. Was ich aber noch machen muss, ist Kopien davon, denn der Kopierer von ihnen geht nicht. Warum? Weil kein Strom da ist natürlich, und jetzt muss ich hier irgendwo gegenüber einen Kopierer suchen und dann wieder zurückkommen. Ganz wichtig bei solchen Papieren immer zu gucken, stimmen die Daten. Ich habe schon ganz lustige Sachen gekriegt, oder so lustig waren die gar nicht. Manchmal Visum sogar für 3 Jahre für eines unserer Kinder und ein anderes Kind nur 6 Monate. Also immer gut aufpassen. Hier ist der Kopiershop. Kleiner Lifehack hier in Madagaskar, immer passendes Kleingeld dabei haben. Ich habe immer ein paar Hunderter, 200, 500, alles dabei. Wenn ich hier mit 20.000 zahlen würde, dann bräuchte der manchmal 5 Minuten, um an irgendeinem anderen Marktstand, wie zum Beispiel da drüben, das Geld zu wechseln. Und somit bezahle ich immer ganz genau. Die Arbeitserlaubnis insgesamt, die ist wesentlich einfacher zu bekommen. Kein so großer Aufwand wie das Visum. Und da habe ich jetzt auch nur diese Zettel hier kopieren müssen. Wenn ich das Visum mache, ja, dann muss ich das für alle machen, also für Nela, für mich und für die Kids. Und dann brauche ich einen ganzen Stapel, der ich dann, wo ich mich anstellen muss zum Kopieren. Was ich schon mal gemacht habe, und das mache ich das nächste Mal auch, weil die haben auch keine Kopierer selber in dem Ministerium. Ich nehme meinen eigenen Drucker mit. Den betreibe ich mit einer Powerbank, setze mich ins Auto und dann kann ich in Ruhe alle Blätter kopieren, und das zu einem angenehmen Preis und in aller Ruhe. Ich möchte noch bei den Mitarbeiterinnen da bedanken, dass sie heute auch arbeiten, obwohl ja auch Streiks sind. Dann kann es leicht sein, dass die Regierungsmitarbeiter einfach nicht zur Arbeit kommen. Nicht, weil sie sich an den Streiks beteiligen, sondern einfach auch wegen der Verkehrsverhältnisse etc. Und da bin ich dankbar, weil ansonsten kann es sein, dass es eben noch viel, viel länger dauert. Jetzt in solchen ungewissen Zeiten ist es schon wichtig, das Visum nochmal rechtzeitig zu beantragen und nicht erst kurz vor knapp, weil uns das läuft eben auch zum 31. Dezember aus. Stefan konnte also trotz der Proteste erfolgreich unser Visum beantragen. In der Vergangenheit haben wir öfters Anfragen bekommen von Leuten, die schon ihren Flug nach Madagaskar gebucht hatten, aber unsicher waren, ob sie denn wirklich nach Madagaskar kommen sollten. Wie es der Zufall so will, haben wir hier in diesem wunderschönen Hotel am Stadtrand ein paar Touristen getroffen, die den Weg gewagt haben und trotzdem hier ins Land gekommen sind. Und wir wollten sie mal fragen, wie sie sich dabei so fühlen. So, schauen wir doch mal hier rein. Sieht cool aus hier, Nela, oder? Ja, es ist ein sehr, sehr schönes kleines Hotel. Vielleicht sogar das schönste, was ich gesehen habe bis jetzt. Wen haben wir dann überhaupt da hinten? Dürfen wir euch filmen? Ich sag nochmal Hallo. Du hast als wir uns begrüßt haben, ne? Vor 3 Tagen hast du Moin gesagt. Ja, genau, aus Hamburg. Genau, haben den weiten Weg hierher gewagt. Ne? Ich habe hier den Malte und die Jackie sitzen, nicht bei mir auf dem Sofa, sondern wir sind bei euch hier im Hotel. Genau. Ihr seid vor 3 Tagen angereist, ne? Ja. Ich würde euch ganz gerne einfach mal ein paar Fragen stellen, weil ihr seid was Exotisches hier jetzt in Madagaskar. Ihr seid Touristen, die mitten in dieser politischen Situation hier
eingereist seid, ja? Was hat euch so dazu verleitet? Ja, erstmal war die Reise geplant, viel Aufwand. Wir reisen individuell, das heißt, es ist nichts pauschal geplant. Und ja, da bin ich dann auf die Suche gegangen nach Informationsquellen, habe mich informiert und bin auf euren YouTube-Kanal gestoßen und habe dann irgendwann Kontakt zu euch aufgenommen. Und ja, das hat uns zum einen auch dazu verleitet, trotzdem zu reisen, aber natürlich auch, weil wir durch viele andere Reisen einfach Erfahrung hatten. Genau. Ist ja das nicht zum ersten Mal jetzt in Afrika. Genau. Schon ein paar Mal gewesen und wir haben gesagt, in Hamburg gab es ja auch schon Aufruhen, Aufstände, G20-Gipfel haben wir das so ein bisschen mit verglichen. Auch da sind wir sicher nach Hause gekommen. Dann hatten wir in den sozialen Medien so ein bisschen rausgefunden, dass es sich mehr auf die Hauptstadt konzentriert, hatten auch ein paar Hotels gefragt, wo wir so rumreisen und die meinten, hier ist alles ruhig, auch unser Fahrer hat gesagt, hier ist alles ruhig, außerhalb, ja, und wir haben uns so drauf gefreut. Das wollten wir unbedingt machen. Also ihr habt ja alles gebucht, ne? Auch Inlandsflüge habt ihr gebucht, ihr habt Hotels zum Teil angezahlt hier. Ja, genau. Wenn ihr jetzt storniert hättet, dann hättet ihr alles Geld verloren, oder? Ja, großen Teil. Ja, manchmal kannst du natürlich noch kurzfristig das Hotel stornieren, ne? Wie man das 24 Stunden oder ein paar Tage vorher, aber ja, die meisten haben wir angezahlt, da wäre dann nicht mehr viel. In Madagaskar ist es so, wenn du ein Hotel anbezahlst, dann kriegst du das Geld nicht mehr zurück. Ne? Aber wenn du noch nichts anbezahlt hast, du kannst selbst am gleichen Tag noch stornieren manchmal. Ja. Habe ich auch schon erlebt, dann haben die gesagt, danke, dass du anrufst. Ach. Wo geht's jetzt noch hin? Was hattest du geplant? Morgen fliegen wir nach Murundaba, wollen auf jeden Fall die Baobab-Allee sehen und die Zingis, ne? Das ist so ein Highlight, da wollten wir unbedingt hin, weil das eine Landschaft ist, die wir noch nie so gesehen haben, ist auch UNESCO-Kulturerbe. Und dann geht es nochmal ganz runter zum Anya Community Reserve mit so ein paar Stops unterwegs und dann am Ende Entspannung von den Straßen und auf Nosy-Komba sind wir dann. Oh, also ihr habt echt, ich habe eure Reise ja vorher auch mal gecheckt, du hast sie mir gezeigt, ihr habt 3,5 Wochen volles Programm, aber ihr seht wirklich die Highlights von Madagaskar. So, Angst habt ihr nicht, oder? Von den Unruhen jetzt? Nee, wir haben jetzt auch die letzten 2 Tage, 3 Tage gar nichts mitgekriegt. Es war alles ruhig auf den Straßen. Ja. Leute sind freundlich und genau, haben davon nichts mitbekommen. Cool. Ich wünsche euch eine gute Reise, eine sichere Reise und dass ihr Madagaskar auch von der besten Seite noch erlebt, auch wenn es jetzt gerade unruhige Zeiten sind. Ja, gerne. So, nächster Tag, bin wieder unterwegs. Ich finde, das Schöne so an unserem Job als Missionare in Madagaskar ist, man lernt immer wieder neue, coole Leute kennen. Jetzt wie zum Beispiel den Malte, die Jackie und den Vater von Malte und die Schwiegermama. Das ist echt richtig cool und bereichernd. Also wenn du mal in Madagaskar bist, schau auch gern bei uns vorbei. Wir sind hier in Antananarivo angekommen und haben von unseren Gästen 2 riesige Koffer bekommen, die ich jetzt auspacke. Warte, ich helfe dir, Nela. Ich trage den und da ist hier nochmal einer. Ein Geschenkekoffer. Das habe ich gar nichts mehr zu tragen. Die Uni macht jetzt mal die Regale noch schön sauber. Da kommt nämlich gleich die Überraschung rein, die sich in diesen Koffern verbirgt. Und du wirst bestimmt wissen, was da drin ist. Und tada! Ganz viel Secondhand-Kleidung. Die muss ich jetzt nach Größe sortieren. Na, was haben wir denn da? Ah, ein Moskitosnetz. Ja. Also der Koffer ist noch nicht ganz ausgepackt, der da hinten auch noch nicht. Oh, meine beiden Helferinnen sind sehr fleißig. Wir haben jetzt Schilder gemacht mit Größen ungefähr. Dann haben wir vor allem Kleidungsstücke und da oben im Eck siehst du noch ein paar Einzelsachen, Spiele und Tassen und sowas. Und wenn alles eingeräumt ist, dann dürfen nämlich die ganzen Leute, die hier ihre Bibelhefte abholen, dürfen sich heute zur Feier des Tages auch noch ein Kleidungsstück raussuchen. Von wegen Secondhand, es sind sogar sehr viele neue Artikel dabei. Richtig tolle Auswahl. Bei all den Leuten und bei all der Kleidung wird man dann so Modeberaterin, oder? Wir haben gesagt, die dürfen sich schon selber immer was aussuchen, aber wir müssen ein bisschen schnell machen, weil da stehen noch viele Leute an. Salame! So, das bunte Treiben hier geht noch ein bisschen weiter, oder Nilla? Genau, die machen hier weiter und wir gehen woanders hin. Also ich zumindest hier an die Schule, an die ÖPP-Schule, wo die jetzt gerade zwischenzeitlich untergebracht sind, weil wir bauen ja die neue Schule auf, die sind in einem anderen Gebäude. Und da gibt es dann wieder eine Bibelgeschichte.
Und wir bringen noch was mit. Den Tisch natürlich. Wir bringen den Tisch mit, genau. Wir haben schon mal den ersten Tisch anfertigen lassen zum Testen. Genau. Das Radio. So, da muss ich raus. Also, jetzt haben wir wahrscheinlich die längste Schlange überhaupt hier bei unseren Bibelheften bzw. Kleidungsstand. Ich gehe mir da wieder noch woanders hin, weil wir müssen ja auch immer die Leute auch gut betreuen, für die wir verantwortlich sind, im Bereich der Bienen. So, hier ist ein bisschen windig, vielleicht hört man es in den Aufnahmen auch. Der Davida bereitet schon mal den Smoker vor. Der Feuer machen können die Madagassen, die kochen ja 3-mal am Tag mit Feuer. Ich brauchte immer minutenlang. Der hier ist schon an. Und das sind die 2 Bienenkästen, die hat die Julia erhalten mit der Familie. Und da müssen wir jetzt mal wieder reinschauen, wie es da so aussieht. Und die Julia bereitet sich auch vor. Die hat ja auch die Imkerausrüstung von uns bekommen. Also obendrauf ist komplett leer, den können wir eigentlich schon wieder abbauen. Ja. Schauen wir mal hier rein, vorsichtig. Okay. Also über die Wintermonate hat sich nichts getan. Groß. Davida, gib mir mal das Handy. Bauen wir ihr Telefon. Ja, dann schauen wir mal hier rein. Also die leben noch. Da ist noch die Varroa-Medizin drin. Das sieht man hier gegen die Varroa-Milbe. Die müssen wir jetzt raustun auf jeden Fall. Dann gucken wir noch gleich einzeln alle hier an. Aber das sieht man, hier sind viele leer und 1, 2, 3. Diese 3 hier, die sind bevölkert. Also vielleicht haben wir sogar Glück und sehen die Königin. Weil wenn hier jetzt ja alles voll ist und tausende Bienen um einen rumschwirren, dann habe ich keine Ruhe, da die Königin zu suchen. Aber vielleicht sehe ich sie hier. Da nicht, das sind viele kleine Bienen. Das sind Larven drin, das heißt es gibt eine Königin und die legt auch Eier. Aber es ist ganz wenig Honig drin, sehr, sehr trocken. Ja, weil schau dich mal um, hier wächst gerade nicht viel. Also auch hier beim zweiten Bienenkasten das gleiche. Alles sehr, sehr trocken, das Volk lebt noch, das ist das Gute. Und hier ist die Königin, die Panzaka, Ito. Sieht man sie hier? Ich halte es mal schön hin. Die anders aussieht, die ein bisschen länger ist und größer. Ja, hier. Und dann werden wir hier noch spontan eingeladen zum Mangahasu. Die sind genauso trocken wie der Inhalt des Bienenkastens. Finde ich immer, sorry. Aber ja, ich esse auf jeden Fall aus Gastfreundschaft noch was mit. Und dann suchen wir die Nela, weil dann geht's zum nächsten Programmpunkt schon wieder. Wir haben heute viel vor zur Schule. So, wir sind fertig hier mit den Bienen, Nela. Du hast ja schon das Auto umgeparkt. Und ich höre hier viel Lärm von den Kindern. Wir haben sehr viel dabei. Heute ist wieder Geschichtenerzähltag hier an der Schule. Aha. Hier habe ich meine Geschichte dabei. Und wir starten jetzt aber erst mit einem Spiel und deswegen bringen die Kinder gerade alle ihre Sitzbänke raus. Okay, was hast du denn für eine Geschichte vorbereitet? Wie der Isaak seine Frau findet, die Rebecca. Bravo! Und nach der Geschichte gibt es hier was Neues, was diese hier ersetzen wird. Und da kommt unser erstes Modell von einem neuen Schultisch und einer neuen Schulbank. Die Kids räumen hier gerade ihre alten Bänke auf. Die fallen zum Teil auseinander. Die haben schon nur noch, ich glaube, 2/3 von den, die sie eigentlich bräuchten. Und hier ist das neue Modell, das wir in dieser Form oder in ähnlicher Form produzieren werden. Von unserem Nachbarschreiner, von Tina. Man sieht den neuen Tisch und die neue Bank gar nicht, weil sich die ganzen Kinder da drum drängen. Aber schau mal, wie groß die Freude ist, einfach einen ordentlichen Tisch und eine ordentliche Bank zu haben. Und die alten Bänke, die sieht man hier nochmal ganz schön. Das ist, was sie bisher hatten.
Und die sind zum großen Teil auch schwer beschädigt. Und auch unser Schulbau geht trotz der Demonstrationen in der Stadt weiter voran. Ja, wenn man so unser Video sieht, könnte man meinen, hier in Madagaskar geht das Leben eigentlich ganz normal weiter. Arbeit läuft, ne? Das normale Leben hier auf den Straßen, außer in der Innenstadt natürlich, relativ normal, oder Nela? Ja, ich würde mal sagen, wir und die Madagassen haben sich eigentlich ganz gut mit der Situation arrangiert. Die ganzen letzten 2 Wochen liefen eigentlich ganz normal weiter, bis jetzt am Wochenende plötzlich sich was Großes getan hat. Oder hat sich einiges geändert, ja, jetzt an der Lage, denn das Militär, das ja eigentlich dem Präsidenten untersteht und ihn auch beschützt, ein großes Stück weit, ne, das wechselt so langsam die Seiten, ne? Ja, eigentlich auf einen Schlag. Die stehen plötzlich alle hinter dem Volk und auch die Polizei ist nachgezogen. Und ich glaube, der Präsident hat ziemlich Muffensausen bekommen, denn man hört Gerüchte. Dass ein Helikopter gestartet ist, oder? Allerdings. Und dann kam auch noch ein französisches Militärsflugzeug und hat ihn anscheinend vom Helikopter abgeholt und evakuiert. Also die nächsten Tage werden auf jeden Fall interessant und wir halten dich wieder mit unserem nächsten Video auf dem Laufenden. Bis dahin. Tschüss. Ciao.